Sí. Habéis dicho que iba a ser bien elegante. Fit look, natural. Ok. Oye, ¿sabéis si hay dos grupos? Hay que marchar a la una. El Cámara nos va a hacer salir los primeros, no te preocupes. Carla, ¿no sabéis instalación? No lo hemos hecho nunca, pero no lo hemos hecho nunca. Joder. Han guardado nuestra primera. Zaragoza se dice Isabel nosotros nos hemos hecho chule y nada. Manuel, ¿no de los ríos? ¿No de los ríos? ¿Quién se sienta aquí? Tag, liebe Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer, sehr geehrte Jury. Ganz toll, dass wir uns heute Morgen hier treffen, dass wir euch hier im Hause begrüßen können. Wir haben uns lange unterhalten, ob ich zu siezen oder zu duzen habe, da wir heute alles demokratisieren mit der Entscheidung der Schüler. Soll ich Sie siezen oder Sie duzen? Wie schreibt sich duzen übrigens? D-U-T-Z-E-N oder D-U-Z-E-N? Machen wir erstmal die Wahl. Duzen mit T, Hände hoch. 1, 2, 3, 4. Ohne T. Die Demokratie hat diesmal funktioniert. Zweite Frage. Siezen oder duzen? Hände hoch für duzen. Hände hoch für sitzen.
Es ist so 51,49 für Siezen. Okay, dann machen wir weiter mit Siezen. Das war bei mir früher übrigens auch so, im Abitur wurde man dann gesiezt. Ja, ein ganz besonderer Gruß an Herrn Dr. Weber aus Kiel, der extra für dieses Event angereist ist, behaupte ich mal, stimmt nicht ganz, aber es hört sich doch gut an, nicht? Da kommt ein Prof aus Kiel, um sich diesen Junior-Wettbewerb anzuschauen. Aber er unterrichtet auch in Industrie 4.0, ein extrem wichtiges Thema an der EWA. Es ist inzwischen der 3. Schülerwettbewerb dieser Art. Das war eine tolle Idee, die in der Feder ausgeboren wurde, als die bei uns aufschlugen mit der Idee, haben wir gesagt, machen wir auf jeden Fall mit, wir unterstützen das, soweit wir das können. Und dass es jetzt das 3. Mal ist, dass 6 Schulen mitmachen, ist also ein ganz tolles Zeichen, dass das gut angenommen wird. Die EWA hat das dieses Jahr nun praktisch federführend geführt, das Projekt. Herzlichen Dank. Feda und EWA sind ja so Zwillinge, das wissen die meisten von Ihnen sicher. Ja, und die Aufgabe, die dieses Jahr zu lösen war, herzlichen Dank an Siemens, die sich bemüht haben, eine schöne Aufgabe zu stellen, ist keine einfache Aufgabe. Es geht immer darum, umso länger man im Beruf ist, umso länger merkt man das, es geht darum, die richtigen Mitarbeiter zu gewinnen. Produkte zu haben, gute oder schlechte, hängt immer von den Mitarbeitern ab. Gut verkaufen zu können oder nicht gut zu verkaufen, hängt von der Qualität der Mitarbeiter ab. Gute Teams zu haben, die gut zusammenarbeiten und Synergien produzieren, hängt immer von der Qualität der Mitarbeiter ab, die ihre professionellen Qualitäten haben, aber auch ihre menschlichen Fähigkeiten haben müssen. Ein Unternehmen steht und fällt mit der Qualität der Mitarbeiter. Und so wie die Aufgabe gestellt ist das eine echte Herausforderung. Was mache ich mit 30, 40, 50 Kandidaten? Ich darf nur 6 nehmen. Welche mustere ich aus, welche nehme ich? Was sind das für Kriterien? Ja, berufliche Karriere kann man auf verschiedenen Wegen machen. Man kann sie mischen. Ich selbst bin Bankkaufmann, habe erstmal eine Ausbildung angefangen, dann habe ich studiert. Manche machen nur eine Ausbildung, machen nur ein Studium, aber eins von beiden sollte man machen oder wenn man will, sogar beides. Ja, mein Dank gilt heute insbesondere der EWA, ich habe es gerade angesprochen, Herrn Antolin, ganz toll, dass Sie das diesmal geleitet haben. Dank auch an den Schulen, die das Vertrauen gehabt haben, hier mitzuarbeiten. Immerhin aus Valencia, Zaragoza, Madrid, wen habe ich jetzt vergessen, welche Stadt? Sevilla. Immerhin 3 Schulen, die keine eigentlichen Auslandsschulen, deutschen Auslandsschulen sind, wo die deutsche Sprache eine ganz besondere Herausforderung bedeutet. Also einen ganz herzlichen Glückwunsch, insbesondere an die 3 nicht offiziellen Auslandsschulen, die sehr viel mehr Deutsch unterrichtet bekommen. Für diejenigen von Ihnen, die aus diesen anderen 3 Schulen kommen, ganz herzlichen Glückwunsch. Den Siemens habe ich schon gedankt, sitzt aber auch in der Jury. Insofern geht jetzt mein Blick hier an die Juroren, die hier ihre Zeit und ihren Grips reinbringen. Herzlichen Dank. Und die beste Gruppe muss gewinnen. Ja? Jetzt freuen wir uns auf Ihre Präsentation. So leid es mir tut, ich kann an der Präsentation nicht teilnehmen. Ich werde 5 Minuten bei der ersten mir anhören von hinten. Da muss ich rauf zu anderen Terminen. Ich komme aber zum Mittagessen dann wieder dazu und lasse mir es munden mit Ihnen zusammen und höre dann 14:30 Uhr, wer der Gewinner ist. Habe ich irgendwas vergessen, Tanja? Nein? Dann gebe ich jetzt an meine Kollegin Tanja Hause weiter, die sich hier im Hause um Weiterbildung und Ausbildung kümmert. Ich möchte kurz die Jury noch Sie sieht es nicht plötzlich. Ihnen auch vorstellen, damit Sie wissen, vor wem Sie hier präsentieren und wer Ihre Leistungen bewertet. In der Jury sitzen Sarah Leufen von Siemens. Ja, die kennen Sie wahrscheinlich schon. Haben Sie kennengelernt gestern? Ich war gestern leider nicht dabei. Ah, okay, gut. Dann und Maria del Valle ist eine Studentin an der EWA im 2. Jahr. Und dann sind hier Pablo Engelmann von der Firma Erhard, sitzt hier außen, genau. Joachim Hesse von Locklin Feder und genau, noch ein Student, Raphael Hoblicher, auch von der EWA im 2. Jahr.
Dann sind hier im Raum noch anwesend meine Kolleginnen aus der Abteilung Formation, Raquel, Kathi und Mirja und Martin Schneider ist auch da, unser Direktor Kommunikation. Ja? Wir machen Fotos, wir nehmen das Event auch auf, also es wird dann auch ein Video geben, wir streamen es im Moment sogar. Und alle, die uns zuschauen, denen sage ich auch schon mal Hallo. Ich gebe das Wort jetzt an Andres Antolin, der Ihnen auch noch einige Worte sagt, und dann freue ich mich ganz besonders auf die Präsentation. Ich werde mich hier. Keine lange Rede, ich werde euch duzen, weil wir uns in den letzten 2 Tagen sehr, sehr intensiv kennengelernt. Wir haben uns kennengelernt, wir haben miteinander geredet, miteinander gearbeitet, und ich möchte euch ebenfalls danken, das wisst ihr mittlerweile alle, auch am Ende werde ich es nochmal sagen. Was ich jetzt machen möchte, ist ganz, ganz kurz allen Beteiligten nochmal vor Augen zu führen, welche Aufgabe ihr lösen musstet. Die Aufgabe war, ich lese sie mal konkret vor, damit alle dieselbe Information haben. Siemens SA sucht kompetente Verstärkung im kaufmännischen Bereich. Zum 15. April hat die Firma eine Stelle als Gestor de Operaciones, also auf Spanisch, kaufmännischer Angestellter, allgemeiner Begriff, mit Junior-Profil zu vergeben. Die Stelle wurde Anfang Februar ausgeschrieben und bis heute sind 80 Bewerbungen eingetroffen. Nach einer ersten Auswahl stehen allerdings nur noch 6 zur Verfügung. Sehr übliches Prozedere. Als Mitarbeiter von Siemens SA im Bereich Recruiting haben Sie von Ihrem Vorgesetzten, dem Personalleiter, den Auftrag bekommen, von 6 Kandidaturen diejenige auszuwählen, die Ihrer Ansicht nach für die Stelle am besten geeignet ist. Zudem sollen Sie einen Plan entwerfen, wie Sie die Bewerberin bzw. den Bewerber für Siemens durch eine positive Candidate Experience, das heißt ein attraktives Bewerbungsverfahren, gewinnen können. Um die Aufgabe zu lösen, hatten alle Gruppen die Stellenausschreibung, 6 Motivationsschreiben mit ihrem jeweiligen Lebenslauf, und dann konnten sie noch 6 kurze Videos gestern in Siemens anschauen. Wichtig ist, das wisst ihr alle, dass ihr für die Präsentationen maximal 15 Minuten habt. Wir sind da sehr streng mit der Zeit. Dass alle Gruppenmitglieder einen Teil übernehmen müssen und dass die Jury am Ende noch eine kleine Frage stellen kann. Was bewertet die Jury? Nur damit ihr es nochmal wisst, es steht in eurer Aufgabenstellung. Konkreter Bezug zum Unternehmen Siemens SA und der ausgeschriebenen Stelle, klar argumentierte Begründung ihrer Wahl, Kreativität, sehr wichtig, und ich habe gesehen, viele waren sehr kreativ, sinnvoller Medieneinsatz bei der Präsentation, Zeitmanagement und zuletzt gleiche Präsentationsanteile jedes Gruppenmitglieds. Und mit dieser kurzen Vorstellung übergebe ich an meine Kollegin von der AHK und wünsche allen viel, viel Erfolg, drücke die Daumen und möge der Beste gewinnen. Willkommen, und ich würde sagen, wir fangen direkt an, und die erste Gruppe ist von der Deutschen Schule Valencia, und zwar Alicia Said, Olga Travesi und Lucía Reyes y Estela Eckham. Pero eso es desarrollado. Es lo mismo. Como lo habéis preparado alguien. Verwässerung oder entwickeln. Zu entwickeln.
Definición. Si alguien coordina, hay un poquito de riesgo. Eigentlich ja sei es unser Pastor und wir kommen auf der deutschen Schule Valencia. Wir sind heute hier, um Ihnen unsere Ergebnisse in Bezug auf die vorgegebene Situation vorzustellen. Siemens sucht einen Kandidat als Gestor de Operaciones im kaufmännischen Bereich. Wir als Mitarbeiterinnen der Firma haben aus 6 Kandidaturen diejenigen ausgewählt, die nach unserer Ansicht für die Stelle am besten geeignet war. Zuerst werden wir die Anforderungen nennen, dann die 6 möglichen Bewerber, dann die Gemeinsamkeiten und die Unterschiede der Top-Kandidaten und später unsere Entscheidungen und begründen, warum wir uns für diese Person entschieden haben und dann zuletzt unsere mögliche Kandidaten exkludieren. Diese waren die Anforderungen. Also diese Person sollte entweder BWL studiert haben oder ein kaufmännisches Ausbildung gemacht haben. Er sollte sich mit IT-Kenntnisse haben. Auch Sprachkenntnisse, es war sehr wichtig, dass diese Person Deutsch, Spanisch und mindestens ein B2 in Englisch hat und verschiedene Eigenschaften wie Teamfähigkeit, analytisches Denken und dass er mindestens ein Jahr Berufserfahrung hatte. Zuerst, was wir gemacht haben, ist alle Curricula durchgelesen und geprüft, ob alle die Anforderungen erfüllt haben. Danach haben wir 6 Motivationsschreiben gelesen und zuletzt ein 6 Videos gesehen, in denen sich die Kandidaten kurz vorgestellt haben. Im Folgenden wird Stella erklären, die Bewerber, die wir empfangen haben. Wir haben uns für die Kandidaten Raffaella, Marin und Franz Ferdinand entschieden. Und zwar, weil beide Kandidaten erfüllen die Anforderungen für den Platz. Und zwar zum Beispiel, dass sie beide haben in der Universität ein Studium studiert, der nach Finanzen oder Wirtschaft orientiert ist. Und zwar Raphael hat einen Bachelor of Science von Financial Economics und dazu einen Master studiert. Und Franz hat Betriebs- und Wirtschaftslehre in München studiert, und zwar als eine duale Ausbildung. Die beiden haben ein höheres Sprachniveau, und zwar sie können insgesamt 4 Sprachen. Und wir glauben, das ist ein Grund dafür, dass sie auch Bildgerecht haben. Und wir glauben, dass andere Kulturen und verschiedene Kulturen besucht zu haben, kann sehr positiv für sie sein. Dass sie alleine gereist haben, glauben wir, dass sein selbstständiges Arbeiten und ihre Anpassung des Wandels die beiden haben allgemeine IT-Kenntnisse, und zwar mit Microsoft Excel und SAP. Und außerdem haben beide Kandidaten einen Sport geübt, und zwar im Fall von Raffaella Basketball und im Fall von Franz Ferdinand Handball zwischen anderen. Die beiden sind Teamsports, und wir glauben, dass deswegen seine Teamfähigkeit gut sein wird. Trotzdem haben beide Kandidaten Unterschiede, und zwar zum Beispiel bei den Sprachen, dass Franz insgesamt ein höheres Sprachniveau hatte, da er Spanisch, Deutsch und Russisch als Muttersprache kann, im Vergleich mit Raffaella, die nur Deutsch als Muttersprache kann. Auch Franz' IT-Kenntnisse sind höher, da er schon Erfahrung mit SAP hatte, im Vergleich mit Raffaella, die nur die Grundwissen kann. Auch glauben wir, dass Franz Ferdinand insgesamt eine ausführlichere Erfahrung hat, da er 7 Monate Berufserfahrung in Australien mit 3 verschiedenen Arbeitsplätzen hatte und dazu auch später 4 Jahre Praktika bei seiner duale Ausbildung in die Firma Lancome Systems hatte, im Vergleich mit Raffaella, die nur 2 Jahre gearbeitet hat. Auch könnte Franz Ferdinand Erfahrung mit Reporting nehmen. Und zwar Reporting als ein Erwarter und nicht als Chef, das glaube ich das Perspektive in die Firma addieren würde.
auch den Wohnort, wir glauben, dass der Wohnort auch important sei. Da Franz Ferdinand schon in Madrid wohnt und das keine Probleme beim Aufziehen bedeuten würde. Andererseits als Raphael. Wir sollen dann aber sagen, dass bei den Kurzvideos begannen wir eigentlich einen besseren Eindruck von Raphael, der Dreier gesprochen hat und nicht die Papier gelesen hat, und ihre Notizen gelesen hat. Trotzdem haben wir uns letztens für Franz Ferdinand Abascal entschieden. Er hat alle Aufforderungen erfüllt und hat auch zusätzliche positive Kompetenzen. Er hat eine ausführliche Repräsentation vorgestellt und hat mehr Details über sich geschrieben und mehr Interesse irgendwie gezeigt, was auch eine höhere Motivation in diesem Platz bedeutet. Auch hat er genannt, dass er ähnliche Wörter Siemens interessieren, da er sich für ökologische Umgänge und für Digitalisierung interessiert, was wir auch sehr wichtig finden. Und wir glauben, dass er auch seinen Kompromiss mit Siemens verstärken wird. Wie schon genannt, hat er schon Kenntnisse von Controlling und Reporting, hat er schon Erfahrung. Und auch sein Reisen wird sein selbstständiges Arbeiten und seine Anpassung an des Handels verstärken. Da er in drei Kulturen gewachsen hat, da er 3 Sprachen als Muttersprache kennt und in eine trilinguale Schule gegangen ist, glauben wir, dass die Diversität von Siemens damit erhöhen wird. Und da er auch in mehreren Sportarten geübt hat, glauben wir, dass seine Wettbewerbsfähigkeit sehr gut sein wird. Und im Folgenden werde ich euch den Begriff Candidate Experience erklären. Und es ist ein Begriff, der die Erfahrung eines Bewerbers mit einem Unternehmen beschreibt. Und das Ziel dieses Candidate Experience ist, diese Erfahrung im positiven Bereich zu bringen. Und das Candidate Experience kann sich in verschiedene Phasen einlegen. Die erste Phase ist die Anziehungsphase und dann kommt es zum ersten Kontakt zwischen den Unternehmen und den Kandidaten. Und man muss dabei die Aufmerksamkeit des Bewerbers erregen. Und das kann man zum Beispiel anhand der Werbung oder Messen machen oder zum Beispiel in Aktivsein des sozialen Netzwerken oder auch offizielle Webseiten. Die zweite Phase heißt die Informationsphase und da sammelt der Kandidat Informationen ein. Und das kann er zum Beispiel in der Informationsabteilung in der Website machen oder auch in der Berufswebseite, wo es angezeigt wird. Und die dritte Phase ist dann die Bewerbungsphase. Und wie der Name schon sagt, bewerbt sich der Kandidat im Unternehmen. Und er bekommt dann, also wir haben gedacht, dass er dann 2 Bestätigungs-E-Mails bekommt. Und das erste muss dann, um zu bestätigen, um zu sehen, ob das Unternehmen diese E-Mail bekommen hat und mit dem auch den Curriculum des Kandidaten. Und dann eine zweite musste der Kandidat bekommen, wenn die Firma dann den Kandidaten ein Interview machen will oder auch nicht. Und diese Firma muss ein Maximal von 3 Tagen haben, um diese Entscheidung dann zu treffen. Und jetzt werde ich Alicia die weiteren 3 Phasen des Experience erklären. Also, jetzt haben wir schon die Prozesse sein und jetzt kommt eigentlich das wichtige Teil. Und zwar auswählen. Und wie gesagt wurde, haben wir 18 Kandidaten und davon, die sollen wir auswählen. Also wir wollen die Kandidaten eine faire Chance geben, damit sie ruhig sind und sich wirklich ausdrücken können und damit wir sehen, wie ihre Persönlichkeit wirklich ist. Deswegen sagen wir, dass zuerst der Interviewer sich vorstellen wird, damit sich der Kandidat ein bisschen anpassen kann und dann sehen wir, wohin es vielleicht hingehen wird. Und dann wird der Interviewer der Kandidat ein paar Fragen stellen, ganz generell zum Beispiel, wenn er aus Deutschland kommt, wie war der Flug oder weiß nicht, was haben Sie am Wochenende gemacht oder solche Fragen, damit er sich einfach beruhigt. Dann noch eine kurze Führung durch die Firma, damit Sie sehen, wie die Stimmung dort ist, besonders in der Finanzabteilung, damit Sie ein bisschen auch sehen kann, wie die Leute dort arbeiten, wie er reaktioniert darauf.
Und dann kommt es zur eigentlichen Phase. Und zwar, da wird er gefragt über seine Erfahrungen, die Sprachen, was er erlebt hat, wie er sich in der Zukunft sieht, seine Vorstellungen. Und wie meine Kollegen gesagt haben wir gedacht, dass sich Franz eher an die Firma anpasst. Und deswegen wegen auch die Kenntnisse und die Erfahrung. Danach glauben wir, dass es schon Zeit zur Abschied ist, denn 1 Stunde oder 45 Minuten reicht. Und dann kommen wir zur Zeit zur Entscheidung. Also die Leute von der arbeiten, müssen sich dann mit den Leuten in der Technikerabteilung sprechen und dann zu einer Entscheidung kommen. Und dann wird der Kandidat, in diesem Fall jetzt Franz, angerufen und halt eine richtig gute Nachricht mitgeteilt wird. Und jetzt Franz ist glücklich, er geht jetzt zum Unternehmen, er hat Lust, aber was wäre, wenn er sich nicht gut fühlt? Weil neu irgendwo hinzukommen ist, man kann sich nervös fühlen oder kann man ein bisschen Angst haben natürlich. Deswegen haben wir uns vorgestellt, dass die neuen Personen einen Mentor bekommen, damit sie alle gleich kennenlernen und die Prozesse oder sogar zum Beispiel, was sie essen müssen. Und dann, da Franz jung ist, haben wir uns auch vorgestellt, dass man ein Meeting machen kann mit den ganzen neuen Personen, die reingekommen ist, und auch mit den jungen Personen, damit sie schon Freundschaften schaffen können und damit sie sich nicht alleine fühlen und sich ein Teil der Gruppe fühlen können. Und dann zuletzt haben wir auch gedacht, dass wenn sie zum Beispiel, jetzt nicht im Fall von Franz, aber von anderen Kandidaten, wenn sie von Deutschland nach Spanien reisen müssen, dann haben wir uns gedacht, da müssen sie ja auch Produkte kaufen. Deswegen wäre es schön, wenn sie zum Beispiel einen 10% Rabatt oder so was von der Marke bekommen können. Und damit wäre es eine schöne Möglichkeit und eine schöne Wirkung. Und das war unsere Präsentation und wir hoffen, dass unsere Möglichkeiten und unsere Vorstellungen klargekommen sind. Und ja, wir glauben, dass Franz eine geeignete Experte wird. Zum Beispiel die Sprachen, dass sie die Sprachen kennen und auch, dass beide Englisch sehr gut wissen. Auch die Erfahrungen, weil zum Beispiel, wenn sie viel gereist sind, weil wir wissen ja, dass muss man viel reisen. Und zum Beispiel eine der schlechten Sachen, die wir bei Franz gesehen haben, ist, dass er verheiratet war. Und deswegen kann ja alles sein, weil es kann ja sein, dass sie bald eine Familie gründen wollen und dann kann es sein, dass diesen Reis ein Problem wird. Aber wir haben mit ihm wieder gesprochen und wir haben gesagt, dass es überhaupt kein Problem ist, dass die Reise genau. Und sie hatten ja sehr viel Erfahrung. Wir glauben auch, dass die persönliche Fähigkeiten von dieser Person sehr wichtig sind. Nicht nur die Sprachen und die Erfahrungen, sondern auch, dass sie kompetenzfähig sind, dass sie motiviert sind. Und wir glauben, dass Franz ein idealer Kandidat dafür ist. Die nächste Gruppe ist die Deutsche Schule Zaragoza. Elena Ibanez, Carlos Tope. Ja, gezielt. Okay. ¿Puedo llevar tu hoja? Malamente exacta. Wir alle kommen aus der Deutschen Schule in Zaragoza und wir freuen uns sehr, hier zu sein und euch was für die Rede zu stellen.
Siemens gilt als eine der besten Firmen der Welt in Cyber Security, Mobilität sowie im Gesundheitsbereich und anderen. Trotzdem bedeutet Siemens mehr als einen Betrieb. Auch bedeutet, auch ist es eine Arbeitsumgebung, wo man nicht nur Kenntnisse und Arbeitserfahrung voraussetzt, sondern auch Kompetenzen wie beispielsweise Diversität und Fähigkeit, sich anzupassen. Wir waren auf der Suche nach Gestor de Operaciones, der Siemens Anspruch gerecht werden kann. Trotzdem nur wenige Bewerber haben unsere Erwartungen erfüllt. Ein Gestor de Operaciones muss nicht nur eine führende Rolle innehaben, sondern auch IT- und Sprachkenntnisse besitzen. Deswegen haben wir uns für Franz Ferdinand Abascal entschlossen. Aber warum Herr Abascal und nicht ein anderer? Unserer Meinung nach, Herr Abascal erfüllt alle unsere Mindestanforderungen, um mit uns zu arbeiten. Da er die 3 Grundvoraussetzungen bzw. Kompetenzen, Fähigkeiten und Kenntnisse gleichmäßig miteinander verknüpft. Erstens stehen Sprachen in unserer Firma für eine Arbeitsstelle zu bekommen. Und Herr Abascal hat Siemens ist eine sehr große Firma und deswegen bewegt sich in einem internationalen Umfeld, wo Diversität eine sehr wichtige Rolle spielt. Und Herr Abascal kennt viele verschiedene Kulturen und kann sich miteinander ich meine, je mehr Sprachen der Bewerber beherrscht, desto mehr kann er für die Firma geben, für der Betrieb beitragen. Die Tatsache, dass Franz Ferdinand Abascal 3 Sprachen mit muttersprachlichem Niveau beherrscht und Englisch mit einem C1-Niveau und ein C1-Niveau in Englisch besitzt, setzt ihn in den ersten Platz in unserer Kandidatenliste. Und was denkst du, oder? Ja, so wie du. Also außerdem hat dieser Kandidat eine technische Ausbildung und eine technische Ausbildung, um diese Arbeit optimal zu erledigen. Nachdem er auf eine 3-sprachige Schule ging, schaffte er ein duales Studium in Betriebswirtschaft erfolgreich durchzuführen, als auch zur gleichen Zeit ein Praktikum in München in der finanziellen Abteilung zu machen. Und ja, dazu spezialisierte er auch in IT-Kenntnisse, das sinnvoll für Siemens ist. Den einzigen Nachteil, den es bei Herr Abascal gibt, ist, dass er nicht über ein Jahr Berufserfahrung verfügt. Trotzdem sollten wir nicht auf solches Talent verzichten. Herr Abascal hatte die Gelegenheit, als Vertragsverwalter und Control Manager in Australien und in Deutschland zu arbeiten, sowie an
an Reporten teilzunehmen. Man muss aber nicht vergessen, dass Herr Abascal viele Jahre Leistungssport getrieben hat, was ihm erlaubte, Kompetenzen wie Teamarbeit, Kreativität, Kapazität, sich aufzuopfern, zu entwickeln. Außerdem seine Erfahrung im Ausland, hat ihm geholfen, um an den Wandel anzupassen. Er ist bereit, seinen beruflichen und persönlichen Horizont zu erweitern. Und ich glaube, er hat alle Fähigkeiten, diese Fähigkeiten eignen sich perfekt für die Voraussetzungen dieser Arbeitsstelle. Weil ein Gestor de Operaciones muss jeden Tag mit den Mitarbeitern arbeiten und verschiedene Aktivitäten dazu machen. Abschließend lässt sich sagen, dass Herr Abascal genau dem Bild von Siemens entspricht, weil er in seinem Interview als eine selbstsichere Person, die immer noch ständig sich fortbildet und damit die Informationen seines Lebenslaufs bestätigt. Einige Fähigkeiten, die wir auch sehr interessant finden, sind, dass er sich für die Nachhaltigkeit zum Beispiel im Bereich Umwelt engagiert. Jetzt lass uns auf die Perspektive des Bewerbers eingehen. Der Bewerber muss die Möglichkeit bekommen, schnell und leicht auf die Stellenausschreibungen zugreifen zu können. Nachdem sie unter den anderen Kandidaten ausgewählt wurden, sollte das Bewerbungsgespräch in einer angenehmen Atmosphäre stattfinden. Damit die Kandidatur optimal ausfällt, sollte das Unternehmen dem Bewerber ein mögliches realitätsgetreutes Bild vermitteln. Also an dieser Stelle sollte man sich fragen, wie das ideale Unternehmen dem Bewerber helfen könnte. Das beste Beispiel ist Siemens. Hier in Siemens werden die Fähigkeiten und die Talente gefördert. Jeder Arbeitnehmer ist einzigartig und gleichzeitig ein Teil einer großen Firma und eines großen Projektes. Auch hatten wir auch wirklich wichtig vor allem, dass dein Chef sowohl ein Mitarbeiter als ein Kollege ist und auch, dass du immer einen Mentor bekommen kannst. Ja, aber nicht nur das. Siemens kümmert auch sich um die Umwelt. Siemens versucht die Produkte so umweltverschonend wie möglich zu produzieren. Aber wirklich, was wichtig bei Siemens ist, dass du als Person anerkannt wirst, also dass dich und deine Fähigkeiten entwickelt werden kannst. So alle diese Werte, die wir gesagt haben, sollten ein Teil des Bewerbungsgesprächs sein. So stellt sich die Frage dann, wie sollte dann diese Bewerbungsgespräch ablaufen? Zuerst denkt man, dass das Tag und die Uhrzeit in Absprache mit dem Bewerber festgestellt sein sollte. Auch vielleicht beim Ankunft des Bewerbers sollte er persönlich von der Gesprächspartner
werden. Auch was wir auch für wichtig halten, ist, dass abschließend zuerst der Gesprächspartner den Bewerber bedankt für sein Kommen und auch, dass der Gesprächspartner die Vorteile von Siemens vorstellt. Wir denken, dass das Bewerbungsgespräch in einem großen und freundlichen Raum sein sollte und das Gespräch offen und freundlich auch fühlen sollte. Ein gutes Beispiel für ein entspannt geführtes Bewerbersgespräch wäre, dass Sie zuerst über die Hobbys oder die Interesse der Bewerber sprechen. Zum Beispiel mit Herrn Abascal könnten wir mit ihm über Sport oder Musik sprechen, damit die Stimmung zur beidseitigen Nutzung Entspannung sollen die Bewerber Fragen gestellt werden, um das Fremdsprachniveau zu prüfen. Obwohl es ein Bewerbungsgespräch ist, sollte das Gespräch auf eine ganz natürliche Weise in eine Fremdsprache überwechseln. Damit können wir sagen, dass diese Bewerber schon ein gutes Niveau haben. Das Wichtigste ist, dass die Bewerber hochmotiviert sind, wenn das Gespräch zu Ende kommt, und dass sie das Gefühl eines Gewinners und nicht eines Verlierers haben. Hinzuzufügen ist auch noch, dass alle Bewerber wissen, dass sie auf jeden Fall, auch wenn sie nicht angenommen werden, eine detaillierte Rückmeldung bekommen werden. Deshalb gilt Siemens als eine großartige Firma, nicht nur wegen ihrer internationalen Ausrichtung, sondern auch wegen ihrem Ziel, die Mitarbeiter an die Firma zu binden. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn Sie Fragen haben, beantworten Sie diese gerne. Ich habe eine Frage. Außer dem Material, was uns zur Verfügung gestellt worden ist, die Aufgabenbeschreibung, die Lebensläufe etc., haben Sie noch andere Quellen verwendet, um die Präsentation und den Vortrag zu erstellen? Also dazu haben wir die Interviews nachgeschaut, um zu sehen, wie er sich ausgesprochen hat und wie seine Motivation war. Und also wir haben entschlossen, dass er der perfekte Kandidat war für diese Gestión de Operaciones. Dankeschön. Ich habe auch eine Frage. Also denkt ja wirklich, Franz hat jetzt 4 Jahre Praktikum gemacht in einem Unternehmen, und denken Sie, dass es kein Berufserfahrung ist? Also was muss er machen, damit er Berufserfahrung bekommt? Ich glaube, dass wenn man ein Praktikum macht, wir alle haben ein Praktikum in Berlin 2 Jahre gemacht, man arbeitet
nicht wie eine richtige Arbeit, weil man bezahlt nichts, weil man nicht bezahlt. Und wir persönlich finden die Praktikum als etwas, damit wir mehr lernen können und mehr Erfahrungen sammeln können. Und ja, die Arbeit vorbereitet sind. Aber als Berufserfahrung glauben wir, dass es nicht gibt. Das ist nicht so. Als nächstes dann die Deutsche Schule Madrid. Guten Morgen, wir sind aus dem guten Team von Siemens, das SAP Madrid, des Cantos. Wir haben gestern von unserem Personalleiter die Aufgabe bekommen, einen Angestellten, also 6 Kandidaturen, und dann, also wir mussten dann einen Kandidaten für einen Post an der Stelle als kaufmännischer Angestellte suchen. Die Ergebnisse aus unserer Untersuchung, unserer Recherche werden wir jetzt heute präsentieren. Zuerst beginnen wir mit einer ersten Phase, das wäre jetzt die Auswahlphase. Wir beschreiben kurz die Stelle, wie die Stelle aussieht und dann, was unsere Wahl ist, auch mit Begründung. In der zweiten Phase werden wir diese Siemens Experience vorstellen, die Reise nach Madrid von unserem Kandidaten, er wohnt nicht hier in Madrid, und dann, warum soll er sich für Siemens entscheiden. Okay. Jetzt als erstes haben wir uns gefragt, was sollte eigentlich diese Person, welche Kompetenzen und Kenntnisse musste diese Person, die wir ausgewählt haben, welche sollte sie aufgeben, sozusagen, welche sollte sie haben. Als erstes eine betriebswirtschaftliche Ausbildung. Warum sollte sie haben? Weil er oder sie wird im Bereich der Finanzen arbeiten und deswegen sollte er diese Ausbildung haben. Deswegen sollte sie auch, oder sollte er oder sie auch bestimmte IT-Kenntnisse haben. Und dieses wäre in diesem Fall gute Excel-Kenntnisse und auch SAP, eine Beginn-Information zu SAP. Sprachkenntnisse, wir alle wissen, Siemens ist ein internationales Unternehmen und deswegen sollte sie wenigstens in Deutsch, Spanisch und Englisch eine B2 haben und Anpassungsfähigkeit. Wir leben in einer Welt, die kontinuierlich, sie verändert sich kontinuierlicherweise und wesentlicherweise sollte diese Person eine bestimmte Fähigkeit zur Anpassung des Wandels haben. Qualitätsorientierung. Wie wir alle schon wissen, Siemens ist ein sehr großes Unternehmen und es hat bestimmte
bestimmte Konkurrenten und deswegen müssen wir in unserer Wahl für diesen Kandidaten müssen wir die Besten unter den Besten haben. Selbstständiges Arbeiten und Teamfähigkeiten sind zwei Fähigkeiten, zwei Merkmale von Personen, die ich glaube jetzt alle Unternehmen suchen in allen Kandidaten. Analytisches Denken ist auch eine Fähigkeit, die ein Kandidat braucht, um so Probleme lösen zu können und verschiedene Wege zu den Lösungen finden kann. Und mindestens ein Jahr Berufserfahrung haben wir gedacht, es wäre gut, dass diese Person mindestens ein Jahr Berufserfahrung hat, damit er oder sie in die Dynamik von Siemens besser reinmachen kann. Und von den 6 Kandidaten, die wir hatten, sind wir am Ende zu einer Kandidatin. Wir sind zu einer Kandidatin, wir haben uns für eine Kandidatin entschieden, in diesem Fall Raffaela Jung. Warum? Also, das ist eine 26, sie hat 26 Jahre und wohnt jetzt gerade in Wiesbaden in Deutschland, in der Nähe Frankfurt. Warum haben wir uns für diese Kandidatin entschieden? Also erstens für ihre Erfahrung. Die hat sehr viel Erfahrung in der Kundenbetreuung. Die arbeitet jetzt in Tupperware Deutschland, wo sie genau Kunden betreut. Außerdem Vertragsverwaltung und Rechnungen ausstellen. Das ist nicht etwas, was sie direkt macht, aber wir gehen davon aus, dass sie in ihrem Praktikum, in ihrem Studium schon damit in Kontakt getreten ist. Das lernt man auch sonst sehr einfach. Finanzierungsoptionen. Mit den Finanzierungsoptionen hat sie auch jetzt damit zu tun in Tupperware. Und Finanzcontrolling, da ist sie eine Expertin. Sie hat 2 Praktika in Mexiko und in Hongkong gemacht, wo sie genau Finanzcontrolling, also Aufgaben zum Finanzcontrolling erledigen musste. Und jetzt in Tupperware Deutschland auch. Zum Thema Reporting, sie hat auch nicht direkt Erfahrung damit. Wir denken aber, dass es eine gute Möglichkeit wäre, dass sie in Kontakt mit Siemens tretet, dass sie direkt an Siemens lernt, wie man an der Leitung reportet. Und das ist auch etwas, das man unserer Meinung nach leicht lernt. Zum Thema Kenntnisse. Welche Kenntnisse weiß Raffaela Jung auch? Also zum einen eine Menge wirtschaftliche Kenntnisse. Zum einen, die hat den Bachelor of Science in Economics und dazu ein Master noch in der EBS Business School vollgebracht und dann noch 2 Praktika im Ausland, in Mexiko und in Hongkong. Außerdem arbeitet sie jetzt als Junior Manager in Tupperware Deutschland seit 2017, also sie hat auch sehr, sehr viel Berufserfahrung. Sie weist auch sehr gute IT-Kenntnisse auf, zum einen Office 365, Excel, das war eine dieser Bedingungen, und zum anderen auch Grundkenntnisse mit SAP. Die Sprachkenntnisse von Raffaela sind auch sehr gut, zum einen Deutsch als Muttersprache, Englisch C1, sie hat auch ein Studium auf Englisch vollgebracht, Spanisch B1 und Französisch B1. Hier können wir uns fragen, warum Spanisch B1? Unserer Meinung nach ist Marina eine Frau, die sich auch leicht anpasst und schnell lernt. Das hat sie auch in ihrem Motivationsschreiben erklärt. Also wir denken, dass Spanisch jetzt, dass sie es leicht erwerben wird, dass es nicht so wichtig ist und dass sie sich in diesem Prozess gut mit dem Englisch verteidigen kann. Zum Thema Kompetenzen, sie weist auch ethische Kompetenzen auf, wie Anpassungsfähigkeit, sie hat auch 2 Praktika im Ausland vollgebracht, problemlos. Qualitätsorientierung, sie hat uns auch gesagt im Motivationsschreiben, dass sie es mag, Top-Leistungen vollzubringen. Sie kann auch selbstständig und im Team arbeitet, wie sie uns berichtet hat. Analytisches Denken, das hat sie während seiner Erfahrung erworben. Und sie kann auch sehr gut mit Menschen umgehen, weil sie Trainerin eines Basketballteams ist. Außerdem haben wir sie sehr motiviert gesehen, sowohl im Motivationsschreiben als auch im Video. Und zum Thema Informationsmanagement, sie hat auch damit in ihrem Praktika zu tun gehabt. Also bis jetzt haben wir die Phase 1 erledigt. Die war die Phase von einem Kandidat aussuchen, in diesem Fall Raffaela. Und jetzt befinden wir uns auf die zweite Phase. Die zweite Phase besteht aus 2 wichtigen Teilen. Das erste Teil ist das erste persönliche Kontakt von den Kandidaten und das Unternehmen, in diesem Fall Siemens. Und der zweite Teil der zweiten Phase wäre, dass die Kandidaten sozusagen das Unternehmen kennenlernte und die Atmosphäre dieser Firma persönlich kennenlernte. Also, und jetzt entsteht die Frage, wie können wir dieses Job attraktiver für unsere Kandidaten vorstellen? Also,
wir sind zu einem Plan gekommen und dies folgt dieser Weise. Zuerst wurde es am 21. März, würden wir die Kandidaten nach Madrid einladen, wo sie dann am Abend von einem von unseren Autos im Flughafen abgeholt wurde und zu seinem Hotel geführt wurde, wo sie da übernachtet wurde. Zunächst, am nächsten Tag wurde sie morgens wieder von einem von unseren bestellten Autos abgeholt und zu unserer Siemens in des Cantos geführt, wo sie einige von unseren Abteilungen kennenlernt. Unter diesen Abteilungen konnte man zum Beispiel die industrielle Automatisierung, die Gebäudetechnik, die Mobilität und die Energie zählen. Das nächste Punkt wäre ein Mittagessen mit seinen Kollegen, mit seinen zukünftigen Kollegen. Wir haben diesen Punkt so bezeichnet, weil wir denken, dieses Punkt hat zwei Zwecke. Erstens, sie würde zuerst seine Kollegen kennenlernen, das ist sehr wichtig in einem Job, und außerdem die Atmosphäre, die in dieser Gruppe es gibt. Warum? Weil Siemens strebt immer nach das Wohlbefinden aller seiner Arbeit. Und das andere Zweck, einerseits, würde sein, dass sie sich in sein Unternehmen einleben konnte. Das heißt, sie konnte mit seinen Kollegen seiner Sicht besprechen, über was Siemens für sie bedeutet, und sie konnte dazu seine eigene Meinung bilden. Und außerdem sehr wichtig, sie konnte vergleichen, was sie ab diesem Moment das Internet so von Siemens gelesen hat und was sie im wirklichen Siemens ist. Sie konnte einen Vergleich stellen, das sehr wichtig auch für seine Meinung ist. Und wir würden mit einer Besichtigung in Madrid enden. Wie würde sie vorgehen? Also zuerst würde sie von das Mittagessen abgeholt und nach Madrid geführt, wo wir sie begleiten würden und die wichtigsten sozialkulturellen Orte von Madrid zeigen würden. Das ist auch ein Ziel, und das ist nämlich, dass sie erstens die Stadt, wo sie in einer Zukunft hoffentlich arbeiten werde, kennenlernt, und außerdem, dass sie sozusagen seine Zukunft sehen kann. Hiermit meinen wir, dass sie kann sich vorstellen, wie sein Leben sein würde, falls sie mit uns in Siemens arbeiten würde. Und jetzt haben wir uns gefragt, warum Siemens? Warum sollte so eine gute Arbeit mit so einem guten Lebenslauf, die ziemlich sicher mehrere Jobs haben könnte, warum sollte sie mit Siemens arbeiten? Also, wie wir schon gesehen haben, Siemens setzt sich für die nachhaltige Entwicklung an. Als Beispiel können wir sehen, dass Siemens hat mit der UN eine Agenda für 2030 gestellt, wo sie mehrere Ziele für eine bessere Welt besprochen haben. Unter diesen Zielen konnte man keine Armut zählen, konnte man auch keinen Hunger, weniger Ungleichheiten und für uns am wichtigsten eine bessere Welt, eine geringere Umweltverschmutzung. Genau. Und abgesehen von den Werten, die Siemens gegenüber der Welt zeigt, hat Siemens natürlich innerhalb des Unternehmens bestimmte Werte, die sie anhalten, damit die Arbeiter sich wohlfühlen. Und ja, genau, zum Beispiel Siemens arbeitet daran, die Hierarchie der traditionellen Firma abzuschaffen, damit zwischen Boss und den Kollegen eine freundliche und vertrauensvolle Beziehung herrscht. Respekt ist auch natürlich der grundlegende Wert für Siemens, und ohne Respekt kann kein Unternehmen den Arbeitern einen guten Arbeitsplatz anbieten. Außerdem ist es sehr wichtig bei Siemens, dass sich die Leute weiterbilden. Also Siemens bietet viele Möglichkeiten, damit Leute nie aufhören zu lernen. Und Teamarbeit und Kooperation mit anderen Firmen ist auch wichtig für einen weltweiten Erfolg. Außerdem ist bei Siemens die Tradition des Innovieren sehr ausgeprägt. Zum Beispiel Siemens hat jedes Jahr 7600 neue Erfindungen, und bei Siemens glauben wir, dass brillante Ideen überall entstehen können. Finanzielle Stabilität, also Siemens ist eine der stabilsten Firmen weltweit, und das bietet den Arbeitern auch eine bestimmte Sicherheit, um diese Firma auszuwählen. Bei Siemens wird Arbeit sehr geschätzt, also wer sich anstrengt und Ideen umsetzt,
bekommt auch Erfolg. Und Gleichheit. Also Gleichheit ist auch eine Grundlage für Siemens und ich finde es wichtig, nicht nur heute, weil es 8. März ist, sondern auch immer zu betonen, dass in Siemens die Frauen, also in den letzten 10 Jahren, hat sich die Anzahl von Frauen in der Verwaltungsposition verdoppelt und heutzutage sind ca. 30% der Verwaltungspositionen Frauen. Also das wäre auch ein sehr guter Arbeitsplatz für zum Beispiel für eine Frau, die wir gerade jetzt ausgesucht haben. Und ja, das würde auch zum Wohlsein der Arbeiterinnen und aller Arbeiter führen. Wie anstatt was? Natürlich ist es in Siemens auch wichtig, Ergebnisse abzugeben, aber es ist nicht so wichtig, nur die Ergebnisse abzugeben, sondern auch, wie diese Ergebnisse erhalten worden sind. Also der Umgang der Bosse mit den Arbeitern ist sehr wichtig und außerdem Work-Life-Balance. Also Siemens bietet den Arbeitern Flexibilität und halt einen Weg, ihr Leben so zu gestalten, wie sie wollen. Also, und das wäre auch, also durch all diese Werte und Innovationen wollen wir Raffaella mitteilen, wie ihr Leben in Siemens wäre. Und ja, wir hoffen halt, dass das hier ein Weg ist, sie zu überzeugen, dass Siemens die beste Firma ist, wo sie arbeiten kann. Vielen Dank. Habe ich das richtig verstanden? Dieses Donnerstag bis Samstag Programm, das würdet ihr in dem Fall für alle 6 Kandidaten machen, korrekt? Nein. Nur für Raffaella. Nur für Raffaella. Warum nur für Raffaella? Weil nachdem wir uns die Videos angeschaut haben und auch die Lebensläufe, sind wir zum Entschluss gekommen, dass sie die beste Möglichkeit wäre und deshalb wollen wir persönlich mit ihr sprechen. Und sie davon zu überzeugen, dass sie zu uns kommt. Ja. Ja, vielen Dank. Die 4. Gruppe kommt von der IES Pineda de los Ríos, Magdalena Eva, Elena, Elena, Mario und Leroy. Und jetzt haben wir Alexander entschieden. Zuerst sprechen wir über unsere Kandidaten und dann werden wir sagen, was ihn von den anderen unterschied. Und zum Schluss tragen wir die Candidate Experience vor. Der Bewerber ist in Köln geboren und er ist 25 Jahre alt. Er lernte in die dreijährige Schule Gymnasium in Köln. Er hat sein Studium an der Louis-Lax-Schule und DKWW gemacht und er studierte Industrie und Industriekaufmann. Wenn wir über Sprachen sprechen, können wir sagen, dass er sehr gut Deutsch sprechen kann, weil er aus Deutschland kommt. Und Marc kann auch Englisch sprechen. Er hat ein C1-Niveau. Er kann fließend sprechen und schreiben. Und zum Schluss, Marc kann auch Spanisch sprechen, aber er hat ein B2-Niveau. So, wir bieten ihm an, spanische Kurse und er würde gerne spanische Kurse machen. Und darauf legt Siemens einen großen Wert.
Seine IT-Kenntnisse sind Office, er kann sehr gut Word, PowerPoint und Excel benutzen und auch SAP, und das ist sehr wichtig für uns, weil es für das Job braucht. Er arbeitete seit über einem Jahr bei einer Firma namens Navigate in Controlling, Accounting und Finanzen. Man hat auch in Barcelona ein Jahr gewohnt, direkt, und er musste aus persönlichen Gründen nach Spanien kommen und leben hier auch, um internationale Erfahrungen sammeln. Wir meinen, dass er sehr teamfähig ist, weil er war in einer Volleyball-Mannschaft. Er hat auch gesagt, dass er lernen will und er dachte, dass er viel Potenzial hat. Überall glauben wir, dass er die ganzen notwendigen Fähigkeiten hat, als Gestor kommerzial zu arbeiten. Er hat auch eine gute Einstellung. Man hat auch eine gleichende Arbeitszeit, deshalb kann er nur eine Stunde zur Arbeit kommen und eine Stunde früher nach Hause zurückgehen. Er kennt das Firma und das ist sehr gut, weil er die vorherige Kenntnisse hat. Normalerweise denken Leute, die Siemens nur Haushaltsgeräte herstellt. Wir möchten auch wiederholen, dass Marc neben Deutschkenntnisse auch gute englische Kenntnisse hat. Marc hat eine gute Ausbildung, er hat eine duale Ausbildung gemacht. Okay, jetzt sprechen wir über das Interview. Wir werden das Interview bei Siemens machen. Zuerst, Marc muss mit der Personalabteilung sprechen und mit einem zukünftigen Projekt. Wir werden ihm einen Kaffee anbieten und wir versuchen sehr empathisch zu sein. Bis er eine Wohnung gefunden hat, werden wir ein Hotel und die Reise nach Madrid bezahlen. Wenn er mit uns arbeiten möchte, dann wird ihm ein Mitarbeiter die Installationen zeigen und später die Stadt. Wenn er aus Deutschland kommt, werden wir ihm helfen, eine Wohnung zu suchen. Und bei uns hat er eine private Versicherung, weil wir eine Verbesserung möchten und wir möchten das Beste für unsere Arbeiter. So, wir bieten Marc Cybersecurity Kurse an und wir glauben, dass Marc eine gute Arbeiter sein wird. Und das ist alles und danke für Ihre Aufmerksamkeit. Welches war für euch das wichtigste Kriterium, um ihn auszusuchen? Er hat alle die Fähigkeiten und Fähigkeiten, die Siemens braucht.
was man hat, war die B2-Niveau in Spanisch. Aber mit spanischen Kursen glauben wir, dass er sehr Spanisch kann. Das war die schlechteste. Und die beste? Was hat euch am meisten überzeugt? Die beste für mich waren die Sprachen, sie sprechen können, wie Deutsch und Englisch, und auch seine Ausbildung, die duale Ausbildung war super gut für uns. Vielen Dank. Dann kommen wir jetzt zu der IDS Isabella Católica. Esperemos que ganen. Hallo, guten Tag. Wir sind Mariana, Julia, Manuel und Javier. Wir kommen aus der Isabella Católica Gymnasium. Und unsere Aufgabe war, zwischen 6 Kandidaten eins zu wählen und danach eine mögliche Candidate Experience darzustellen. Der erste Teil werden wir Ihnen erzählen, warum und welche Kandidaten haben wir ausgewählt. Okay, ich werde Ihnen sprechen über die Stellen beschreiben. Für die Stelle, für die Gestor de Operaciones, brauchen wir eine Person, die ein betriebswirtschaftliches Studium hat, eine Person, die sowohl IT-Kenntnisse wie Excel oder SAP, als auch Sprachkenntnisse mit Deutsch, Englisch und Spanisch hat. Es wird sehr viel Wert auf die Sprachen gelegt, weil deshalb braucht der Bewerber mindestens ein B2-Niveau in dieser Sprache. Der Bewerber muss anpassungsfähig und innovativ sein, weil wir in Siemens die neuen Ideen sehr wichtig finden. Wir brauchen Leute, die kreativ sind. Wir brauchen auch Leute, die viel in unser Unternehmen einbringen können, um unser Unternehmen weiterzuentwickeln. Weil der Bewerber mit anderen Menschen zusammenarbeiten muss er Teamfähigkeit haben. Er muss sich mit anderen Menschen gut verstehen, um die Arbeit besser zu machen, um alles besser zu resolvieren. Zuletzt muss der Bewerber ein Jahr Erfahrung in der Bereich haben. Unsere Philosophie, also der Philosophie unserer Unternehmen, ist Innovation, Excellence and Responsibility. Unser Plan. Um der beste Kandidat zu suchen, haben wir ein Tafelbild gemacht.
um sie anschaulich zu vergleichen. Wir haben alle Kandidaten analysiert. Wir haben sie lange analysiert und wir haben gemerkt, dass die 6 Kandidaten sehr gut für unsere Stelle waren. Es war eine sehr, sehr schwierige Entscheidung, aber wir mussten nur einen Kandidaten auswählen. Wir haben 4 Kandidaten schnell ausgeschlossen. Okay, diese waren die Kandidaten, die wir schnell ausgeschlossen haben, sind Franz, Juan, Alina und Marc. Obwohl Franz eine der besten Ergebnisse in der Schule hatte, glauben wir, dass die Erfahrung einer der wichtigsten Punkte ist, und weil er sehr jung ist, glauben wir, dass er die Arbeit als Gestor der Operationen nicht gut machen kann. Juana hat eine A2-Niveau in Spanisch und es war mindestens ein B2 und wir glauben, dass sie kann es nicht schaffen. Alina glauben wir, dass ihre Geschicklichkeit nicht genug waren und dass ihre Teamwork-Fähigkeit nicht genug war, um uns zu arbeiten. Und endlich haben wir Marc, der wir glauben, obwohl ihre Fähigkeit gut sind, glauben wir, dass er auf keinen Bereich auffällt, und deshalb haben wir mit Carmen und Raffaella genommen. Ja, also es war schwierig, aber wir haben am Ende für 2 Kandidatinnen, ausgewählt, Carmen und Raffaella, weil ihre Merkmale am besten zu unseren Stellen für unser Unternehmen passen. Und von Raffaella und Carmen werde ich mit Raffaella anfangen. Und sie hat in ABB gearbeitet. Er ist eine der wichtigsten Firma in der Welt, weil es international ist, und sie hat viele Erfahrungen dort, und wir glauben, dass es ein wichtigster Punkt ist. Sie hat auch viele gute Ergebnisse in der Schule, in der Universität, und wir glauben, dass es sehr wichtig ist, aber sie hat nicht ein gutes Niveau in Microsoft Office, und der Kandidat sollte es haben. Deshalb haben wir Raffaella genommen, weil sie Sprachkenntnisse spricht nicht so. Ich habe vor Carmen gesagt, aber ich wollte vor Carmen sagen. Raffaella kennt viele Sprachen, und obwohl sie ein B1-Niveau in Spanisch hat, glauben wir, dass sie es schnell lernen kann, weil sie hat es in einem Ausland in Valencia gelernt, und wir glauben, dass sie mit einem Kurs kann ihr Spanisch verbessern, und sie wird die Beste für diese Stelle, weil sie hat auch in Mexiko und in China gearbeitet. Sie hat in Mexiko in Volkswagen gearbeitet und in China als Finanzkontrollin und eine Finanzdienstleistung. Und einer der wichtigsten Punkte für uns ist, dass die Kandidatin viele Erfahrung hat, weil sie wird Gestor der Operationen. Und es ist eine Stelle, wo man leiten muss, um die anderen Leute zu sagen, was sie machen müssen, um zu kontrollieren. Und sie hat viele Erfahrung mit verschiedenen Kulturen, mit verschiedenen Leuten, und wir glauben, dass sie wird die Beste für diese Stelle. Gut, Teil 2, also eine mögliche Candidate Experience, wenn ich Australien mich vorstelle. Gut, also unsere ideale Candidate Experience, also unser Ziel ist, dass der Arbeitnehmer von Anfang an bei uns arbeiten möchte, und deswegen haben wir über 3 entscheidende Aspekte nachgedacht. Und zwar sind
Arbeitsumgebung, die Nähe und das Gefühl der Familie. Also die Arbeitsumgebung, man muss denken, dass für viele die Arbeit sein zweites Zuhause ist, weil man da sehr, sehr viel Zeit verbringt. Und deswegen muss man sich bequem und zufrieden fühlen. Das wäre ein sehr guter Beispiel. Und zwar kann man sehen, dass die Kommunikation flüssig sein könnte, aber auch die selbstständige Arbeit auch führen kann. In dieser Linie ist auch etwas sehr wichtig für Siemens, die persönliche und professionelle Entwicklung und dass man immer wieder und immer mehr lernen kann. Der nächste, ein anderer sehr wichtiger Aspekt ist die Nähe. Und zwar, traditionell gibt es eine riesige Grenze zwischen der Chef und die Arbeiter. Aber wir arbeiten, damit diese Grenze immer dünner wird. Und dafür sollten der Chef oder die Chefin jederzeit ein Feedback geben, um die Arbeiter zu ermutigen und sich nicht fühlen, als sie die ganze Zeit verurteilt werden und so ihre Kreativität frei entwickeln können. Und als letztes das Gefühl einer Familie oder einer Gruppe Siemens will sich als eine Familie, ein Team oder eine Gruppe darzustellen. Deswegen ist die Diversität sehr wichtig, weil Leute aus verschiedenen ethnischen Gruppen oder Kulturen oder Geschlechter müssen sich integriert fühlen und alle zusammenarbeiten. Deswegen ist es ein sehr wichtiger Punkt. Okay, jetzt werde ich über die Bewerbungssprache sprechen und wir haben es gedacht, sodass es aus zwei verschiedenen Teilen besteht. Zuerst gibt es ein normales Gespräch in einem Büro, wie normalerweise man macht, und in dieses Gespräch spricht man über die technischen Aspekte und über den Lebenslauf die Kandidaten. Und hier testet man, ob alles, was wir gefragt haben, da ist, wie zum Beispiel die verschiedenen Sprachniveau und die Kenntnisse von dieses Bereich. Und da gibt es ein anderes Teil, in dem wir die Kandidaten zur die Anlage nehmen, und das hat verschiedene Ziele. Zuerst, wir glauben, dass es ist wichtig, diese Kandidaten draußen von ihrer Komfortzone zu nehmen und zu sehen, welche ihre echten Fähigkeiten sind. Und auch zu suchen, ob es einige versteckte Interessen gibt, die wichtig für unsere Firma sein könnten, und auch zu testen, ob das alles, was Sie gesagt haben, wirklich ist. Okay. Dann gehen wir zum Arbeitsplatz, wo Sie vielleicht arbeiten werden, und da kennenlernen Sie Ihre Arbeitskollegen, und das ist wichtig, weil wenn diese Kandidaten das sind, dann fühlen sie sich wie in einer Familie und macht da diese Ansicht, dass das möglich für sie ist, da zu arbeiten. Sie sind sich selber da, und das ist sehr wichtig. Auch wir zeigen sie, dass sie, wenn da sie arbeiten, sie ein wichtiges Arbeit haben, dass sie wichtig für unsere Firma sind. Und auch, dass sie haben viele verschiedene Wege zu vergrößern. Und am Anfang sagen wir, dass dieses Arbeitsplatz nicht ein Ziel ist. Es ist nur der Anfang ein erfolgreiches, persönliches und berufliches Entwicklung.
Anfangs habt ihr kurz von der Philosophie von Siemens kurz angesprochen. Warum denkt ihr, dass euer Kandidat oder Kandidatin zu diesem Ziel passt? Also wir brauchen eine Person, die innovativ ist, eine Person, die Kreativität hat, eine Person, die uns helfen kann, unser Unternehmen zu verbessern. Wir brauchen jemanden, der viel zu unserem Unternehmen einbringt. Genau, und diese Person hat viel Erfahrung mit anderen Kulturen, also das mit der Diversität. Glauben wir, dass diese Person diese Fähigkeit hat, mit verschiedenen Leuten zu arbeiten. Okay, in unserer Firma werden wir auch die Kandidaten zeigen, was sie machen. Also sie bleiben nicht in seinem Platz, also sie haben die Möglichkeit, mehr zu lernen und sich ihre Fähigkeiten zu entwickeln. Und so. Ja, sie werden mehr Stellen haben. Sie werden verbessern unserer Firma helfen. Me gusta hablar con gente. ¿Tú? ¿Por qué dices que hablas mal alemán? Si es que eres tonta, si hablas muy bien. Sí, tonta es un rato. ¿Qué pasa? Es que no le quitamos. Ja, der letzte Kandidat für unsere Liga nach vorne, Paula, Claudia, Alba. Chavales, enhorabuena. Muy bien, chicos. Muy bien. ¿Has hecho todo? Que hablas muy bien. Yo sí. Luego me voy. ¿Qué hablamos? ¿Qué hablamos? Era mi grupo. Saca su pecho. Zunächst guten Tag. Wir sind von der Personalabteilung von Siemens. Sie ist Paula Díaz, Claudia Cobreros, Álvaro Moreno und ich bin Antonio Millán. Wir werden einen der 6 möglichen Kandidaten vorstellen und darlegen, warum sie ausgewählt wurde und die anderen nicht. Also bei dieser Arbeitsstelle gibt es bestimmte Tätigkeiten, die gefordert werden. Und zu dem gehören zum Beispiel eine kaufmännische Kundenbetreuung, um denen gut zu beraten. Auch eine Vertragsverwaltung, also die Organisation und Verwaltung von den Verträgen und die Aspekte, die sie einhalten. Auch Rechnungen zu verwalten, das heißt, diese auszustellen und verbuchen. Analyse unterschiedlicher Finanzoptionen für Kunden, also die Finanzierungsmöglichkeiten für jeder Kunde zu analysieren und optimieren und die ausgewählten Projekte im finanziellen Bereich zu kontrollieren. Und zuletzt auch die Reporting an die Abteilungsleistung. Und deswegen kann man zusammenfassend behaupten, dass der Fokus liegt in der Kommunikation und Finanzbereich. Wir haben eine Auswahl gemacht und in dieser Auswahlverfahren von dieser 6 Kandidaten, Marc Sander, Franz Ferdinand, Alina Krüger, Carmen Urquijo
und von Arbelo und Rafaela Meving haben wir 3 ausgeschlossen wegen der genannten Tätigkeiten, die sie nicht berichten. Dann haben wir nicht Rafaela gewählt, weil sie nicht alle die Sprache beherrschen. Nach diesem Filter haben wir diese 2 Kandidatinnen erhalten. Sie sind Carmen Urquijo und Juana Arbelo. Und nach diesem ganzen Auswahlprozess haben wir endlich uns für eine Kandidatin entschieden, und zwar für Carmen Urquijo. Carmen hat eine große Menge Erfahrung im Ausland erlebt, als sie mit einem Austauschprogramm nach Pittsburgh geflogen ist und mit einem Erasmus-Programm nach Oslo, Norwegen auch geflogen ist. Wenn man über ihre Ausbildung spricht, muss man ganz genau merken, dass sie ein Doppelstudium für Wirtschaft und internationale Beziehungen hat und dass sie 2 Abis, die internationale und die nationale, mit einer wunderschönen Durchschnittsnote geschafft hat. Auch hat sie ein C1-Niveau in Englisch bei der Cambridge Universität und ein B2-Niveau in Deutsch und Französisch bei der Goethe-Institut Madrid und beim DEMFL. Und über ihre professionelle Erfahrung muss man ganz genau berücksichtigen, dass sie für ungefähr ein Jahr als Buchhalterin Assistent an der Firma ABB gearbeitet hat. ABB ist das führende Unternehmen in elektronischer Engineering und in Automatisierung, und auch hat sie als Stipendiatin in der Wirtschaftsbereich an der Uni São Paulo und in der Kommunikationsbereich an der Firma Spasi gearbeitet. Okay, jetzt, warum haben wir uns für Carmen entschieden? Eines der wichtigen Faktoren war, dass sie in ABB, also ein Jahr Erfahrung in ABB hatte. ABB, wie schon Alvaro erklärt hat, ist eine sehr große und wichtige Unternehmen, die so ähnlich wie Siemens ist. Und deswegen hat sie nützliche Kenntnisse, also sie hat ganz genau in der Rechnungswesen gearbeitet, und das kann nützlich für diese Arbeitsstelle sein, auch ganz besonders bei Finanzkontrolle, Rechnungen und das mit den Kunden und so die Finanzoptionen. Auch hat sie viele IT-Kenntnisse und wie zum Beispiel in Office, Programmgestaltung oder Cybersicherheit. Und das ist ein Bereich, die sehr wichtig für Siemens ist und sogar unverzichtbar, denn das ist sehr wichtig, zum Beispiel wegen der Digitalisierung, die sehr wichtig in der letzten Zeit geworden ist, und die Sicherheit der Firma und andere Faktoren. Außerdem spielen die Sprachen eine sehr wichtige Rolle bei uns, und Carmen kann nicht nur Spanisch, Deutsch und Englisch sprechen, was die Mindesterfordernis waren, sondern auch Französisch, und deswegen, also das sichert, dass sie in der Zukunft keine Probleme haben wird, weil sie in internationale Projekte teilnehmen will und so, und auch weil in Siemens, also ist ein sehr internationales Unternehmen, die viel Kontakt mit anderen Ländern hat, und deswegen ist das sehr, sehr wichtig, wenn man einen Arbeiter suchen will. Und auch kann man sehen, dass sie viel Motivation gezeigt hat, an unserer Firma zu arbeiten, denn sie war sehr gut informiert, und das zeigt, dass sie konkret Interesse an Siemens hat, und das finden wir wichtig als ein Argument, denn das ist nicht das Gleiche als eine Person, die sich einfach um eine Stelle bewerbt, und egal welche Firma. Außerdem ist Carmen eine Person, die eine globale und offene Vision der Welt hat, und sie ist auch dynamisch und teamfähig, obwohl sie auch selbstständig arbeiten kann, was auch sehr wichtig ist. Und das sind alle die Werte, die wir in Siemens haben, und deswegen auch genau die Werte, die wir in unseren Arbeit versuchen.
Und wegen der Tatsache, dass Carmen alle diese Werte hat, glauben wir, dass sie sehr gut ins Team passen wird und auch, dass wir führen zu einem besseren Arbeitsklima und dass jeder sich ausdrücken kann. Und wir wollten auch sagen, dass wir viel von ihr erwarten, denn sie zeigt viel Potenzial zu haben und das sind wir deswegen sicher, dass wegen alle ihre Fähigkeiten, die sie hat, kann sie sich gut in die Firma anpassen und weiterentwickeln. Und deswegen sind wir sicher, dass wir das Beste von ihr nutzen können. Wir haben schon gesagt, warum wir Carmen gewählt haben. Aber wie können wir sie dazu bringen, sich bei uns zu bewerben? Wir haben uns für realistischere Möglichkeit entschieden und es besteht darin, einen Tag der offenen Tür zu organisieren, an dem Carmen den Betrieb des Unternehmens beobachten und kennenlernen kann. Sie wird eine gute Erfahrung in der Firma haben, wo wir ihr ein Catering anbieten, damit sie der beste Eindruck von uns herausholen kann. So können wir ihr das Gefühl geben, Teil einer Familie und nicht nur eines Unternehmens zu sein. Auch haben wir uns dafür entschieden, Carmen die Möglichkeit zu geben, nach manche von unserer Zentrale zu reisen. Denn als Carmen schon in ihrem Motivationsbrief geschrieben und erklärt hat, sie mag reisen und kontinuierlich jeden Tag etwas Neues lernen. Deswegen wäre es sehr gut, wenn wir sie klar machen, dass sie mit uns die Chance haben wird, nach einer von unseren mehr als 190 Sitze weltweit reisen kann. Damit kann sie ihre Erfahrung bei uns wirklich genießen, denn sie arbeitet ganz genau, wie sie es will. Und noch eine Idee, die wir hatten, ist Ausbildungskurse in unserer Firma zu vermitteln. Nicht nur geben wir Carmen die Möglichkeit, besser in unserem Unternehmen anzupassen, sondern auch mit ihren Mitarbeitern zusammenzuarbeiten und ihnen zu helfen, als sie die Chance haben wird, diese Kurse, diese Ausbildungskurse zu vermitteln. Zum Schluss, einer von unseren Slogan lautet Change the future every day. Das bedeutet, dass jeden Tag die Zukunft ändern. Und Siemens will die Welt verändern. Und mit Hilfe von Carmen können wir das erreichen. Hallo, vielen Dank. Ich habe eine Frage. Carmen arbeitet derzeit bei ABB, das ist doch korrekt? Ja. Was ist Ihre Motivation, die Stelle zu wechseln? Also ihre Motivation ist vielleicht etwas anders zu machen, als sie in ihrem Motivationsbrief erklärt. Sie mag kontinuierlich neue Sachen zu lernen und deswegen wollte sie vielleicht vom ABB bis Siemens kommen, in unser Unternehmen kommen. Und außerdem, also sie arbeitet in ABB, aber sie hatte nicht so eine sehr wichtige Rolle und wir glauben, dass sie die Fähigkeiten hat und deswegen vielleicht wollte sie das Ja, vielen Dank an alle Schulen. Wow, ja. Jetzt hat die Jury eine schwere Entscheidung zu treffen. In der Zwischenzeit, die Jury wird mich gleich rausbegleiten, haben wir hinten
Mittagessen aufgebaut. Ihr habt jetzt Pause, ihr könnt euch jetzt entspannen, Sie können sich jetzt entspannen. Inzwischen sind auch schon die ersten Gäste für die Siegerehrung eingetroffen. Ingo Winter ist gekommen, der Direktor der Feder. Juan Diego von Siemens ist auch gekommen, der Tutor. Es kommen noch andere Gäste und wir werden uns, wenn unser Präsident angekommen ist, hier wieder treffen. Ja, alles was?
Pero tú no has hecho las universidades. Tú vienes de dar por otra. Estuve un año fuera, yo no sabía nada de Alemania, fue un año, y cuando llegué pues me quería saber para no perder el tiempo. Bueno, Sí, pero no sabía nada, así que también tuve que estudiar ahí. llevas 4 horas más, a la semana, en primero Primero y ahora estoy en segundo. En la ESO en la ESO central estaba francesa. Es lo más probable. ¿Esto por qué lo tengo? Ah, bueno. No, la altura. Te sobraba. Sonido de mí. Esto es aquí. Ya no. Ya hemos hecho casi todos el trabajo, el jurado también, muchísimas gracias. Me consta que no ha sido fácil, pero ya tenemos los ganadores. Y para introducir esta parte del acto, doy la palabra a nuestro presidente, al presidente de la Cámara de Comercio Alemana, a Fabiano Pareja, que es presidente del grupo Bosch, España y Portugal, y nos quiere dedicar unas palabras. Muchas gracias, Anja. Buenas tardes, man hat mir gesagt, ich soll auf Deutsch sprechen. Ist das richtig? Ja. So, ich habe hier eine sehr gut geschriebene Rede. Ich danke Tanja, sie hat das geschrieben. Ich glaube, an diesem Freitagnachmittag ist vielleicht interessanter, dass ich ein paar Geschichten erzähle. Ich habe hier eine harte Aufgabe. Ihr seid gespannt, man weiß noch nicht, wer gewonnen hat. Wir haben gegessen, es ist Freitagnachmittag, also ich mach's kurz. Da steht geschrieben Junior Manager 2019. Als ich das gesehen habe, war ich sehr glücklich. Nämlich, ich habe bei Bosch in 1994, das ist ein paar Jahre her, als Junior Manager angefangen. Wenn man in einem Unternehmen fragt, was ist die wichtigste Ressource? Ihr habt euch ja in eurem Wettbewerb mit dem Thema Talent befasst. Wenn ihr mal Zweifel habt, was ist das Wichtigste in einem Unternehmen, dann kann man ein Experiment machen. Man geht in ein beliebiges Unternehmen, um 3 Uhr morgens, da ist alles da. Da sind die Maschinen da, sind die Computer da, sind die Pflanzen da, sind die Anlagen. Nur es sind, vielleicht bis auf der Pforte, sind keine Menschen. Und was produziert das Unternehmen? Sich. Das heißt, wenn man fragt, was ist die wichtigste Ressource eines Unternehmens? Das sind die Menschen. Als ich meinen Job vor ein paar Jahren in Ungarn angefangen habe, dann hatte ich die Ehre, einen Vorstandsmitglied von meinem Unternehmen von Bosch zu treffen, der heute mein Boss ist. Und es waren viele Executives da und er hat uns gefragt, was ist die wichtigste Aufgabe eines General Managers? Dann haben wir uns so angeschaut, da sagen wir, ja, das Gewinn zu maximieren, Market Share steigern, Compliance wohl zu halten. Und er hat gesagt, Sie verstehen mich nicht. Das sind alle sehr wichtige Sachen. Aber das ist Ihre wichtigste Aufgabe. Weil sie ist nämlich, die besten Leute zu finden, zu motivieren, zu behalten und hoffentlich zu fördern. Und alles andere ist nebensächlich. Das heißt, was ihr heute macht, und ich weiß, ihr seid alle in 11., 12. Klasse, also noch ein langer Weg für euch. Ihr habt euch mit einer der wichtigsten Aufgaben von einem General Manager oder Managerinnen an einem Tag wie heute, als die Leute, die mich hier kennen, wissen, ich komme nie mit Krawatte. Ich habe heute eine Krawatte angezogen, wie ihr seht. Die Farbe dieser Krawatte ist lila Farbe. Und ich möchte heute die Frauen, aber auch die Männer gratulieren, weil wir den Glass Ceiling
el techo de cristal. Das können wir nur gemeinsam brechen. Es ist nicht Männer gegen Frauen, Frauen gegen Männer. Es ist zusammen. Bevor ich zur Rede komme, die dritte Sache, die ich euch erzählen wollte an diesem Tag. Ich war vor einigen Jahren in einem Woman at Bosch Forum, habe da vorgetragen. Ein sehr besonderes Publikum, da waren 50 Frauen und ich habe über Diversity, Gender Diversity, Cultural Diversity gesprochen. Da sagte einer aus dem Publikum, Herr González, Sie reden viel über Gender Equality, aber Sie wissen nicht, was das ist, in ein Sitzungszimmer reinzukommen und da sind 9 Männer und Sie sind die einzige Frau. Ich sage, ja, da hast du recht. Das weiß ich nicht. Aber häufig komme ich in der Zentrale, jetzt immer weniger, in ein Sitzungszimmer, wo ich der einzige Ausländer. Und das ist auch Diversity. Und wenn ich noch eine Frau wäre, dann wäre es Faktor 2. Also an einem Tag wie heute, Gratulation a las chicas y a los chicos. Zusammen, juntos. Jetzt kommt der offizielle Teil von meiner Rede. Und in meiner Funktion, ich danke euch, dass ihr ermöglicht meine Teilnahme an diesen Preisverleihung des dritten Schülerwettbewerbs Junior Manager. Und ich möchte natürlich meine zutiefst empfundene Anerkennung für eure engagierte Arbeit ausdrücken. Ihr habt, oder Sie haben, in den letzten beiden Tagen an einer Aufgabe gearbeitet, die uns alle sehr, sehr beschäftigt. Wie binden wir nachhaltig das passende Talent an unsere Organisationen? Wo und wie, und ich würde hier sagen, und für wie lange rekrutieren wir unseren Nachwuchs? Ihr habt an echte Fälle, nicht an Laborfälle, sondern an echte Fälle gewagt und Strategien entwickelt, passende Kandidaten für eine konkrete Stelle auszuwählen. Dabei habt ihr gesehen, dass es sehr viele Karrierewege gibt, sehr verschiedene Karrierewege. Ein duales Studium oder eine duale Berufsausbildung können der erste wichtige Schritt auf einen solchen Karriereweg sein. Die anerkannte deutsche Auslandsberufsschule FEDA und die duale Hochschule EWA, Europäische Wirtschaftsakademie, sind darin exzellente Partner. Mehr als 2000 Absolventen haben in mehr als 25 Jahren eine Ausbildung bei der FEDA oder ein Studium bei der EWA absolviert. Und alle, absolut alle, haben ihren Weg ins Berufsleben erfolgreich gefunden. Ihr wisst, dass die duale Berufsausbildung und zunehmend, aber auch das duale Studium in Deutschland einen hohen Stellenwert haben. Auch hier in Spanien bemühen wir uns sehr darum, die Berufsausbildung in unserem Land zu verbessern. Dann eine der größten Herausforderungen, die die spanische Gesellschaft hat, neben anderen, die man sehr viel in den Nachrichten sieht, ist, wie bieten wir eine gute Zukunft für unsere Jugend. Wir haben einen sehr traurigen Rekord. Wir sind eine der 3 Länder in Europa mit der größten Anzahl von Jugendarbeitslosigkeit. Und wir wollen euch ermöglichen, und vor allem ihr selber sollt euch ermöglichen, dass diese Statistik nach unten geht. Weil es geht nicht um Statistik, es geht nicht um Prozentsätze, es geht um Menschen. Die AHK Spanien unterstützt die duale Berufsausbildung hier. Sie oder wir beraten Unternehmen, schult und prüft betriebliche Ausbilder und steht auch den Auszubildenden zur Seite, falls es einmal Probleme geben sollte. Die wahren Protagonistas oder Protagonisten der letzten beiden Tage seid ihr, die Schülerinnen und Schüler. Ich freue mich sehr im Namen von den gesamten Belegschaft der Kammer, dass wir euch eure Teilnehmer, aber auch die Siegerurkunden überreichen können. Wir hoffen sehr, dass ihr alle sehr viel Spaß an den letzten beiden Tagen gehabt habt, dass ihr wichtige Eindrücke, aber auch nachhaltige Impressionen aus der Berufswelt mit nach Hause nehmt.
Ich möchte im Namen der Deutschen Handelskammer für Spanien, die AHK, allen Anwesenden zum Erfolg dieses Wettbewerbs, ich habe als Erwachsener übrigens schon mit 20 Jahren Deutsch gelernt, ich war leider nicht in einer deutschen Schule, ich habe in Alcorcón im Süden von Madrid nachts gelernt. So entschuldige meinen spanischen Akzent. Dieses Wettbewerbs Juniors Manager 2019 herzlich gratulieren. Und ich wünsche euch für euren weiteren sicherlich erfolgreichen Weg alles Gute. Muchas felicidades. Und Andres? Wir werden jetzt zuerst die Teilnahmeurkunden überreichen an die Schülerinnen und Schüler, die nicht gewonnen haben, und dann kommen wir zum dritten, zweiten und ersten Platz. Genau. Wir fangen an mit der deutschen Schule Sevilla. Valencia, pardon. Mit der deutschen Schule Valencia. Die rufe ich bitte nach vorne. Und Valencia sind Alicia Saez, Olga Carrota, Es gibt auch eine Einfach Stecker ziehen. Hier. Sollen wir uns irgendwo anders bewegen? Jetzt sieht das gut aus. Nach vorne die Schülerinnen und Schüler der IES Piña de los Ríos. Muy bien, a ver, la última. Un poquito. Ich rufe nach vorne die Schülerinnen und Schüler der IES Isabella Católica.
Der Platz geht an die Deutsche Schule Zaragoza. Vamos a Sevilla. Y ellos, ¿no? Sí, hay dos grupos en el podio. Hay dos grupos en el podio. Y el premio consiste en 50 euros. Platz 2, ahora sí, Deutsche Schule Sevilla. Son unas más. No esperaba menos. Hay que mantener el estándar. Los pingados vaya que Y el primero, un año más, Deutsche Schule Madrid. Antes de empezar el concurso. Vale, pregunta más, la última. Muy bien. Genau, ich will noch eine Sache sagen, bevor alle mal beieinander bedanken, so wie es schön ist. Es ist noch eine Einladung, die ich aussprechen möchte. Etwas ganz anderes. Die Handwerkskammer Aachen lädt eine Schülergruppe, das geht jetzt vor allem auch an die Lehrer, dass sie diese Informationen mitnehmen an ihren Schulen, lädt eine Schülergruppe im September ein,
nach Aachen zu einem Schülerwettbewerb am Tag des Handwerks zu fahren. Es geht um verschiedene handwerkliche Fähigkeiten, Elektro-, Zimmererhandwerk, Sanitär, Heizung, Klima, kleine Aufgaben zu lösen, vielleicht ein Vogelhäuschen zu bauen oder so. Es kann eine Gruppe von 4 Schülerinnen und Schülern fahren, mit einem Lehrer und einer Begleitperson von der AHK. Die Kosten werden alle übernommen, bis auf den Transfer zum spanischen Flughafen, wo auch immer Sie teilnehmen wollen. Hier ist ein Factsheet, nehmen Sie das bitte mit an Ihre Schulen. Sie können sich bei uns sozusagen dafür bewerben. Das heißt, wenn Ihre Schule mitmachen möchte, dann sagen Sie uns Bescheid mit einem kleinen Motivationsschreiben, welchen Namen der Schüler, die fahren wollen. Und wir wählen dann den originellsten und schönsten Vorschlag aus und fahren dann gerne mit. Ja? Das ist die Einladung für den 21. September. Danke. Nach 2 sehr intensiven Tagen sind wir am Ende angekommen. Ihr habt alle in diesen 2 Tagen, das haben wir gesehen, viel gearbeitet, hart gearbeitet, viel gelernt. Ich hoffe sehr viel, wir hoffen alle sehr viel mitgenommen. Das alles wäre allerdings nicht möglich gewesen ohne viele Unterstützer. Dazu gehört selbstverständlich die AHK. Dazu gehört unser diesjähriger Sponsor Siemens. Dazu gehört auch selbstverständlich unsere Jury. Senior Pablo Engelmann, Joachim Hesse und Sarah Leufen. Und Junior Jury Maria del Valle und Rafael Brotlichter. Ich danke auch dem Team der Eva, die das möglich gemacht hat, und auch der FEDA, die uns Freiräume geschaffen haben und die eigentlich das Ganze in gewisser Weise erfunden haben. Ingo Winter, der Schulleiter der FEDA, ist hier anwesend und er hat dieses Format kreiert. Auch ihm nochmal ein Dankeschön. Zu sowas gehört viel unsichtbare Arbeit. Und zu dieser unsichtbaren Arbeit oder zu der sichtbaren Teil gehören sicher die Unterstützung unserer Tutoren und Aushilfen. Das waren Daniel Jaime, Nadia Nieto, Clara Teubner, Louis von Eulenhausen und Carla Vicario. Auch ein unsichtbarer Teil, beziehungsweise sichtbar war unter dem falschen Namen, unter dem Pseudonym sozusagen, laufender Teil, und das sind Alina Krüger alias Kira Langner, Marc Sander alias Leon Nöske, Raffaela Marin Jung alias Julia Pelar, Chandra Rada alias Roberto Solanas, der leider, dieser Kandidat es nicht durch die erste Runde geschafft hat. Ebenfalls nicht geschafft hat es Herbert Nahm alias Diego Torres. Carmen Urquijo ist Pablo Revuelta, der im 2. Jahr ist und heute nicht bei uns ist, gerade in seinem Betrieb bei Aldi. Franz Abascal alias Alex Löhr und Juana Arbelo alias Andrea Arbelo mit E. Wir danken Ihnen alle, bitten einen großen Applaus für die Eine kleine Bitte zuletzt, vielleicht wenn die Sieger nochmal nach vorne kommen würden. Ich würde gerne noch ein paar Fotos machen, vielleicht auch mit der Jury und mit Herrn Winter, wenn ihr alle nochmal da seid. Erster, zweiter und dritter Platz. Aber bevor alle gehen, bitte nochmal einen ganz großen Applaus an alle Schüler, denn ihr habt wirklich tolle Arbeit geleistet. Die Schulen von außerhalb von Madrid, wenn ihr dann nachher nach den Fotos rausgeht, nehmt ihr euch bitte noch einen Bag mit, da ist noch was zu essen und zu trinken für die Rückfahrt drin. Ja? Für Sevilla, Valencia. Bueno, gracias.